Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute im Einsatz habe ich die Q-Life BST 880 und die Ceomur CY70. Wie der Titel es schon besagt, heute ist die Liebe in der Luft. Beide Kameras stehen wieder im Bereich des Wasserloches. Das Wasserloch befindet sich jeweils links immer von der Kamera. Hier, wo die CY70 steht, habe ich einen Wildwechsel entdeckt und hatte mir einiges versprochen. Darum hat die CY70 auch die meisten Aufnahmen. Bei der Q-Life BST 880 war nicht so viel los, zumindest konnte ich nur einige Aufnahmen verwenden. Und hier haben wir das erste Liebespärchen. Man merkt doch, dass der Rehbock an der Ricke sehr doll interessiert ist und schnüffelt immer am Spiegel. Die Brumpfzeit ist Anfang Mitte Juli bis Anfang September, je nach Region. Die letzten Wochen der Brumpf werden als Blattzeit bezeichnet. Irrtümlicherweise wird hin und wieder die gesamte Brumpfzeit als Blattzeit bezeichnet. Beim Rehwild tritt dann eine Keimruhe ein und das befruchtete Ei entwickelt sich erst wieder ab Dezember. Die Setzzeit beim Rehwild ist Anfang Mai bis Anfang Juni, je nach Region. Während der Brumpfzeit sollten Autofahrer sehr doll aufpassen, vor allem in der Dämmerung und in der Nacht, weil die Rehe oder besser gesagt die Böcke sind blind vor Liebe. Hier ein weiteres Pärchen, was im Liebesrausch ist. Zumindest nehme ich es an, dass es so ist bei den beiden Feldhasen. Die Rammelzeit, welches die Paarungszeit der Hasen bezeichnet, ist im Zeitraum von Januar bis August. Dort finden Wettläufe der Rammler statt und Boxkämpfe zwischen Rammler und Häsin. Die Häsin wählt übrigens den Rammler. Und bei der Häsin kommt zum Beispiel auch die Superfötation vor. Da kann sie bereits vor den Sätzen erneut gedeckt werden, weil sie eine gekammerte Gebärmutter hat. Die Tragzeit bei den Hasen ist 42 bis 44 Tage.
Der Katheker oder Hansemann oder wie auch immer er in anderen Regionen genannt wird, ist hier auch schon aktiv und sammelt für den Winter seine Vorräte. Hier haben wir wieder de Haas. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie manche Tiere in eurer Region benannt werden. Das soll es auch wieder einmal gewesen sein für dieses Video. Schaltet aber bitte nicht ab, weil es gibt gleich noch zum Schluss eine Jagdszene. Kann euch aber beruhigen, dort ist kein Blut zu sehen. Ich hoffe, es hat euch wieder einmal gefallen und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wer natürlich neu ist hier, lasst gerne ein Abo da und dass ihr nichts mehr verpasst, drückt auch das kleine Glöckchen. Natürlich über Likes und Kommentare freue ich mich immer riesig. Dann heißt es für mich wie immer zu sagen, bleibt schön gesund, bis bald und tschüss.